Hey Norbert, super, dass du heute da bist. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich fände es total cool, wenn du ganz kurz dich vorstellst, sagst, wer du bist, was du machst und vor allem, wofür du bekannt bist. Ja, vielen Dank hier für die Einladung hier, lieber Sebastian. Danke, danke, danke. Mein Name ist Norbert Hofer und ich bin Online-Unternehmer, Mentor, Investor und jetzt auch Kryptopreneur, würde ich sagen. Und hätte mir vor 10 Jahren jemand gesagt, dass ich eines Tages nach Malaysia, Kuala Lumpur auswandere und dort ein achtstelliges Online-Business aufbaue, hätte ich ihm gesagt, nein, du bist total verrückt, das kann ich nicht glauben. Aber genauso ist es gekommen. Und ja, ich habe wirklich dort zusammen mit der Mara Stix, mit der Dari Stix dort ein sehr, sehr erfolgreiches Online-Business aufgebaut, ein Online-Coaching-Business. Und das hat uns einfach dort die Möglichkeit und die Chance gegeben, wirklich unseren Traum zu leben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Norbert. Das war ja eine Zeit, in der wir uns auch kennengelernt haben, denn da warst du schon eine Weile in Kuala Lumpur. Wir haben uns ja dann in Kuala Lumpur auch das erste Mal live getroffen. Ich habe vorhin als Vorbereitung zum Gespräch mal nachgeschaut. Wir arbeiten jetzt seit über 3 Jahren zusammen, die eine absolut Hammerzeit zusammen war, viele Emotionen auch. Und ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir uns kennengelernt haben, weil es gab ja einen Grund, dass du in die Zusammenarbeit gegangen bist mit mir. Wie würdest du das beschreiben? Wie war das in deinem Business zu dem Zeitpunkt, als du dann eben dich entschieden hast, mit mir zu arbeiten? Wie hat sich das angefühlt? Was war was war der Grund, warum wir mit der Zusammenarbeit angefangen haben? Vielen Dank für deine gute Frage, Sebastian. Ja, der Grund war einfach, ne, du hast irgendwann ein sehr, sehr erfolgreiches Business, aber du bist absolut am Limit. Und dann irgendwann bist du schon fast so weit, dass du sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr, ich habe die Schnauze voll, ne, und willst am liebsten alles wegschmeißen, weil du so hart am Limit bist teilweise. Für mich war der Augenöffner, ich war bei einem Seminar bei meinem Mentor in den USA. Und dann hat er so gefragt, ja, wir machen das und das. Ah, super. Und dann hat er mich so gefragt, wie viele Leute hast du denn im Team? Ich so, wir machen alles alleine, wir sind zu zweit. Und er so, ich habe 5. Und ich so, okay, irgendwas läuft hier schief. Irgendwas läuft hier gewaltig schief. Also ich arbeite 16 Stunden am Tag und sind zu zweit und er genießt das Leben und hat 5 Leute im Team. Dachte ich, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich kann nicht so, wie lange soll ich das noch weitermachen am Anschlag? Klar, am Anfang muss man reinhauen, muss man das sozusagen aufbauen, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt überwechseln von dem Selbstständigen zum Unternehmer. Und was ist ein Unternehmer? Unternehmer sucht sich Leute, die in bestimmten Bereichen besser sind als er selber und stellt diese ein und führt Systeme und Prozesse ein, um so viel wie möglich zu automatisieren. Ich liebe ja, Dinge zu automatisieren und dafür ist ja Sebastian der richtige Ansprechpartner, weil wenn du ihn fragst, hat er immer eine Antwort, auf Dinge zu automatisieren oder Prozesse zu erstellen und das macht einfach dein Leben viel, viel, viel einfacher und es gibt dir einfach viel, viel mehr Zeit und das war unser Traum dann damals, einfach viel, viel mehr Zeit zu haben. Ne? Zum Beispiel nur noch 4 Stunden am Tag zu arbeiten, zwischen 2 und 4 Stunden zu arbeiten und so viel wie möglich auszulagern und zu automatisieren. Mega, ich hätte es mir nicht anders wünschen können. War so cool, wie du es beschrieben hast, weil gerade diese Emotionen, dass du schon auf der einen Seite fast, obwohl es läuft, obwohl es extrem gut läuft, schon fast keine Lust mehr hast und aufhören willst, weil dir die Freiheit abhanden gekommen ist und dann eben, wie du den Weg zurückfindest in die Freiheit als Unternehmer, in die unternehmerische Freiheit, aber natürlich auch in die persönliche Freiheit. Mega, mega cool. Und das war ja auch im Prinzip der größte Teil unserer Zusammenarbeit, bei der ich dich unterstützen durfte, wie du dein Business so transformieren kannst, dass es eben auch ohne dich läuft und dass du da raus kannst. Ähm, was würdest du sagen, was ist die Geschichte oder was ist das Erlebnis für dich, was das Ergebnis unserer Zusammenarbeit am besten jemandem klar macht oder aufzeigt, damit man versteht, was man bekommen kann, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Mhm. Danke für die gute Frage. Naja, guck mal, es war so, wir haben ja damals vor, ja, ist schon ein paar Jahre, 5, 6 Jahre dieses Business aufgebaut und dann ja, sind wir dann auch für Sebastian, irgendwie kam er dann in unser Leben und hat uns dabei unterstützt.
wirklich aus der Selbstständigkeit raus zum Unternehmer zu werden und wirklich dort ein Team aufzubauen, Menschen auch Prozesse auszulagern und ein System einfach aufzubauen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe das ganze Business mit der Mara Stix aufgebaut und dann gab es irgendwann den Punkt, wo sie sehr, sehr schwer krank geworden ist. Und sie hat dann Krebs bekommen. Und dann hatte ich wirklich keine Zeit mehr, mich um das Business zu kümmern, weil ich hatte ganz andere Probleme. Ich habe ein halbes Jahr um ihr Leben gekämpft. Und ich hab gekocht, ich hab sie gepflegt, ich habe alles gemacht und ich hatte keine Zeit mehr für ein Business. Aber ich hatte zu diesem Punkt ein Business, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, was von alleine lief. Das heißt, ich hatte ein Unternehmen, was völlig von alleine lief, was jeden Monat Geld kreiert hat und was mir einfach den Freiraum gegeben hat, um mich jetzt um eine kranke Frau zu kümmern, ne, was ich dann auch gemacht habe. Und Gott hab sie gnädig, sie ist nach Hause zu Gott gegangen. Und ja, das hat mir wirklich aber den Zeitraum und die Freiheit gegeben, wirklich, ja, wirklich mich um sie zu kümmern. Und es war auch richtig krass in dieser Zeit. Ne? Ich habe den Hörsturz gehabt, ich habe einen Zahn verloren. Es hat mich auch sehr gefordert, diese Pflege. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das Unternehmen habe, was einfach weiterlief und was einfach weiter Gewinne und Geld kreiert hat, weil es völlig automatisiert war und völlig ausgelagert war. Und das geht nur, wenn du Systeme und Prozesse hast und wenn du das Ganze ja wirklich, wenn du wirklich ein Unternehmen aufbaust, wo du dich mal für ein halbes Jahr oder länger mal einfach rausziehen kannst, weil es selbstständig läuft. Und dafür bin ich werde Sebastian dafür immer dankbar sein. Danke, dass du das mit uns geteilt hast, weil ich weiß, das ist eine sehr emotionale Geschichte und ich weiß auch, dass es war eine sehr emotionale Zeit natürlich für euch ganz besonders, aber für uns alle, die wir sehr nah an dir dran waren. Aber ich finde es so schön, dass du bereit bist, das zu teilen, weil du hast ja nicht vorausschauend ahnen können, was auf dich zukommt im Leben und du hast aber trotzdem du hast immer auf dein Herz gehört und bist immer den richtigen Schritten gefolgt, sodass du ein Business hattest zu dem Zeitpunkt, als es dann drauf ankam, mit dem du genau das tun konntest und dann einfach reagieren konntest und einfach dich rausziehen konntest. Und das war ja auch keine bewusste Entscheidung, sondern du hast einfach für dich in deinem Herzen erkannt, was jetzt wichtig ist und bist dem gefolgt und trotzdem ist eben alles weitergelaufen. Und ich glaube, das ist für viele Unternehmer, die das jetzt auch schauen, einfach bedeutsam, weil es muss natürlich nicht immer so ein einschneidendes Erlebnis sein im eigenen Leben, aber es ist halt immer gut, wenn man eine Möglichkeit hat, dass man eben ein Business hat, was nicht nur einfach Geld reinbringt, sondern was einem gleichzeitig, also was erfolgreich ist, aber man hat trotzdem noch die Freiheit, eben zu tun, was einem in dem Moment im Leben ihm jetzt gerade wichtig ist. Und das ist echt wunderbar und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Danke fürs Teilen. Was du tun kannst, wenn du das auch erreichen willst? Also erstens, der Hauptunterschied zwischen ständig am Limit sein und einem Business, das auch ohne dich stabil läuft, besteht darin, dass es dir gelingt, einen signifikanten Anstieg des Umsatzes zu erreichen, ohne dadurch einen signifikanten Anstieg der Kosten und deiner Arbeitszeit zu verursachen. Und das erreichst du, indem du Business-Systeme, Automatisierung und ein echtes Streamteam aufbaust. Ein Schritt, den du jetzt sofort machen kannst. Nutze künstliche Intelligenz und lass dein Business, deine Lebenssituation von der Potenzialanalyse-App analysieren und erhalte so sofort ein Ergebnis, deinen Score und einen Bericht. In unter 15 Minuten erfährst du, wie du in den 6 strategischen Elementen deines Unternehmens abschneidest und erhältst so eine individuelle, maßgeschneiderte Unternehmensstrategie. Wir haben das Tool extra für Unternehmer wie dich entwickelt. Warte nicht länger, klick einfach auf den Button hier unter dem Video, starte die Analyse und hol dir deine persönliche Auswertung und Strategie, solange sie noch kostenlos verfügbar ist.